2 für 300 in Athen. Kalimera, Uwe. Guten Morgen. 2 Tage, 2 Personen und 300 €. Zwischen alter Kultur, neuen Entdeckungen Was eine Energie. und großer Freundschaft auf kleinen Tellern. Ah. Kalimera, Tamina. Guten Morgen, Uwe. Ha, die Sonne Athens im Gesicht und wir mittendrin. Super schön, oder? Ah, warst du eigentlich schon mal da? Nee, noch nie. Noch nie. In dieser spannenden Stadt. Die soll ja die günstigste unter den 15 größten Städten Europas sein. Ja, ist ja perfekt für uns. Das müssen wir rausfinden, natürlich. Und ich finde es ja auch so spannend, dieses Antike und gleichzeitig Millionenmetropole. Klasse, oder? Also, wo fangen wir an? Über 300 Tage Sonne. Wir haben Glück. Naja, dann Richtung Sonne, würde ich sagen. Ja. Auf geht's. Ja, wenn man an Athen denkt, dann denkt man an die Antike, an Demokratie, an die Akropolis, die alles überstrahlt. Und dann die verschiedenen Vierteln, das quirlige Leben. Das ist ein spannender Kontrast, also eine richtig große Metropole, die permanent im Wandel ist und die es sich lohnt, jetzt neu zu entdecken. Da, Was ist da? die Akropolis. Hast du sie gefunden? Ja, guck, ein Blick direkt nach oben. Es ist schon, oder? Antike, Geschichte, Mythen und hier das pralle Athener moderne Leben. Ja, das kann man so sagen. Alles zusammen in einer Stadt. Ist doch toll. Vom Syntagma-Platz aus ist man in 15, 20 Minuten am schönen Altstadtviertel Siri. So, ist immer wieder spannend, ne? Zu suchen, wo man jetzt die Homebase hat, dieses Mal in dieser Stadt. Ah, ich glaube, da vorne ist es. Ja, ich glaube, ja, das muss es sein. Wir leisten uns ja jetzt diesmal ein Boutique-Hotel, ne? Das ist ja was ganz Neues. Ja, weil es ist wirklich möglich unter 100 € hier in Athen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir hier kriegen für unser Geld. Kalimera, willkommen. Ja, Ihr seid ja richtig versteckt hier. Ja, unsere Lage ist noch ein Geheimtipp. Das Hotel ist mitten im Psiri und fügt sich hier gut in die Nachbarschaft ein. Das Psiri-Viertel hat noch eine gute Mischung aus Einheimischen und Touristen. Diese Balance wollen wir beibehalten. Hier ist die Karte fürs Zimmer. Efrardesto, danke. Überzeugend ist ja auch dieses Konzept des Boutique-Hotels. Nicht so viele Zimmer. Warte rein. Licht. Welcome. Oh, schön. Offenes Bad. Individuell gestaltet, preisgünstig und auch so, dass es ins Viertel passt. Und alles, was man braucht, oder? Von hier aus können wir loslegen. Griechisches Blau. Alles abgestimmt. Oh, das ist alles abgestimmt auf dich, wollte ich auch gerade sagen. Ist die Frage, wie rum? Du hast dich gut vorbereitet. Aha. Wow. Siri ist ein guter Standort, weil dieses Viertel wirklich mittendrin liegt. Man kann sich von hier aus wunderbar einen ersten Eindruck verschaffen, ein bisschen in dieses griechische Lebensgefühl eintauchen, ohne überfordert zu werden. So gemütlich draußen sitzen, überall kann man das hier, ne? Das hat schon was, oder? Total nett. Hallo. Was gibt's denn von hier zu fotografieren? Stell dich mal hier hin. Siehst du das? Ah,
Ah ja, von da drüben konnte man gar nicht erkennen, was es ist. Das ist Anamorphe Street Art. Anamorph. Was heißt das? Das sind zwei verschiedene Ebenen. Man muss an der richtigen Stelle stehen, um das ganze Gesicht zu sehen. Du kennst dich mit Street Art aus, oder? Ja, ich bin Street Art Fotografin. Ich mache Fotos, deshalb bin ich ja hier. Psiri ist jetzt das bunteste Viertel Athens. Hier. Ja. Voll die Fachfrau. Okay. Wollt ihr noch ein bisschen mitkommen, um mehr zu sehen? Hast du denn gerade ein bisschen Zeit? Ja klar, ich habe Zeit. Nehmen wir die Fachfrau doch direkt ein bisschen mit, mal oder? los. Ja, man könnte fast sagen, in Psiri ist es so eine Mischung aus Open-Air-Galerie und einem politischen Statement. Es gibt viel Ausdrucksstarkes mit spannenden Geschichten dahinter. Oh, ein Hund mit Krone. Crown. Ja, Lukanikos heißt er, nach dem berühmten Protesthund. Berühmt? Ja, das ist der Straßenhund aus Athen. Er war bei allen Protesten in der Finanzkrise dabei und stand immer an vorderster Front, bellte die Polizei an. 2011 wurde er dafür vom Time Magazine zur Persönlichkeit des Jahres gewählt und wurde so unser Symbol. Wow. Während der Finanzkrise explodierte die Street-Art-Szene hier, weil viele damit ihren Frust ausdrücken wollten. Das ist der moderne Teil Athens, im Gegensatz zum berühmten antiken Teil. Street Art ist sehr demokratisch. Jeder kann die Stadt mitgestalten. Ja, stimmt. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Alles Gute. Ja, nach so einem ersten Überblick im Psiri-Viertel ist es natürlich schön, sich auch einen weiteren Überblick über die Stadt zu verschaffen. Touristenbusse sind meistens überteuert und nicht unbedingt unser Style. Aber da ist es tatsächlich in Athen ganz praktisch, so einen netten, munteren Happy Train zu nehmen. So ein kleines Züglein im großen Athen, hä? Los geht's, Samina. Super. Und er ist einfach sehr günstig. 5 € pro Person, 10 Stunden kann man den nutzen. Man kann einsteigen, aussteigen und man kann mit ihm wirklich ein paar wichtige Sehenswürdigkeiten abfahren und sich dann überlegen, was man sich genauer angucken möchte. Ah, die Akropolis wieder, ne? Ach, so toll, wenn man die mal wieder sieht. Aber jetzt haben wir ja hier unser nächstes historisches Monument. Großartig. Kostet aber 10 € pro Nase. Wollen wir Das das? ist eine Menge. Ja, schon. Aber erster Tag, Athen ist nicht so teuer. Ja, das ist doch schon ein Muss hier, oder? Ja, mal dran fühlen, wie das so ist da drin. Gut, dann fühlen wir mal und gehen rein, oder? Machen wir. Natürlich muss man sich in Athen entscheiden, wo man der Geschichte auch näher kommen will. Das kann man natürlich auf der Akropolis tun. Man kann es aber auch im Panathinaikon-Stadion erleben, wie das gewesen sein muss. 1896 fanden dort die ersten neuzeitlichen Olympischen Spiele statt. Das einzige Marmorstadion der Welt. Also hier drin zu sein, das hat doch echt was. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, das gab es schon in der Antike hier. Stell dir mal vor, wenn es hier voll gewesen ist. 5000 Leute, wow, was eine Energie. Hä? Schon beeindruckend. Eins, hoch und los. Gut. Ah, guck hier, 1896 ging's los. Und dann hier, Athen 2004, waren die letzten Olympischen Spiele hier. Und jetzt sind wir Teil dieser Geschichte, Uwe. Das ist ein schönes Gefühl. Und zurück geht's nun zu Fuß. In 20 Minuten in den ältesten und auch bekanntesten Teil der Stadt. Jetzt wieder eine ganz andere Atmosphäre jetzt, ne? Plaka, das Altstadtviertel, so richtig schön rausgeputzt für die Gäste. Psiri ist da dagegen so ein bisschen lebendiger und noch so unfertiger, ne? Aber spannend, beides. So, noch warm. Das sind hier die typischen Kuluris. Schau, diese Kringel. Super. 50 Cent
Und für dich habe ich einen Süßen mitgebracht, weil du was Süßes wolltest. Schau. Ein aber Prachtexemplar. Ganz 1 lieb von Euro. dir. Werden hier rund um die Uhr gebacken in die ganze Stadt geliefert. Dann ist für uns doch gesorgt für heute. Ein bisschen süßlich. Gut. Ach, guck mal, das sind doch diese Ketten. Weißt du, so diese alte griechische Männer sitzen da und so klack, klack, klack. Klingelt's da bei dir? Bei alte Männer nicht, aber Ich glaube, hier können wir der griechischen Seele noch mal so ein bisschen. Tradition heißt, Nachspüren. wir gehen da jetzt rein. Ich folge dir. Haha. Yassas? Willkommen. We just... Yassas? Hallo. Wir haben von draußen gesehen, sind das... Ja, das sind Komboloi. Sie sind Teil der griechischen Tradition. Is it something? Ist das etwas Religiöses? Nein, für Griechen ist es nichts Religiöses. Sie benutzen es zum Zeitvertreib, Zum Zeitvertreib. zum Entspannen und gegen Stress. Und du musst es fühlen, es geht ums Gefühl. Okay, und wie spielt man damit? Okay, es gibt verschiedene Arten, damit zu spielen. Ein einfacher Weg ist so, etwas laut, nur vor und zurück. Das ist ganz leicht, gut für Einsteiger, um das Komboloi zu lernen. Und dann legst du es zwischen deine Finger und schwingst es. Then you put it between your fingers and you flip. Bei den Einheimischen sieht das mega easy aus. Und wenn man es selber versucht, dann wurschtelt man da erstmal so ein bisschen durch die Gegend und weiß nicht so recht wie. Wupp, Wupp, oh. Wupp, oh. Wupp. Aber mit der Zeit kriegt man dann schon ein Gefühl dafür. Klack, klack. Diese Farbe ist richtig typisch. Mit einem Budget von 10 Euro. Gibt's da was? Ja, das hier kostet 5 Euro. Ah, okay. Und das hier kostet 10 Euro. Dann nehmen wir diese Farbe. Dies hier, Also wie teuer ist dieses hier? das hier 5 Euro. 5, das ist gut. Bitteschön. Hier, dein eigenes Komboloi. Jetzt kannst du selber erleben, wie wir Griechen entspannen. Efradesto, thank you. Dankeschön. Ja, spielen und relaxen. Ne? Da sind wir der griechischen Seele doch ein Stückchen näher Würde gekommen. ich auch sagen. Ja. Und jetzt in die Richtung oder in die? Ich würde sagen in die. Ja, sieht gut aus. Yassas! Athen ist ja wirklich kontrastreich. Und manchmal hat man das Gefühl, oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Alles ein bisschen chaotisch. Sind wir aber schon ziemlich abseits vom pittoresken Athen. Aber du hast ja einen Plan, Uwe, ne? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und hier ist eine Taverne, die ist relativ neu und ziemlich hip. Okay. Das klingt gut. Und dann gehst du wieder um eine Kurve rum und plötzlich tut sich ein neuer Platz auf und es sieht wieder ganz einladend aus. Hey! Griechische Musik. Und dir gefällt's schon hier. Ja, die Musik ist gut. Dann Wir darfst sind du dir noch auch einen schön Tisch früh. aussuchen. Wir können noch einen Platz aussuchen, genau. Hier direkt. Hier? Ja, klar. Hallo, willkommen. Yassas. Yassas, wie geht's? Super. You know what we do here? We do Unser Konzept hier sind die Mesä. Das ist typisch griechisch. Aber unsere Mesä hier haben noch einen modernen Twist. Mesä sind kleine Gerichte. Und die Idee dahinter ist es, abends auszugehen, kleine Häppchen zu essen, immer einen Drink dazu und zu teilen. with a little twist. And a lot of people here, they come to dinner, they share. Okay, wir haben ein beschränktes Budget zum Teilen. Kein Problem, ich bereite euch was Gutes zu. Vielen Dank. Ja, perfekt. Ha, ich freue mich. So, jetzt kriegst du mal eine kleine Olive und holst mal Luft. Das ist super. Ne? Peskas, der Chefkoch, das ist ein wirklich toller Typ, der dann mit Leidenschaft erzählt, was es gibt, was er empfehlen kann, warum das eben den besonderen Twist hat. This is the Das hier ist Tsipro. Oh. Ist das wie Uso? No. without the anise. Aha. Try it. Ohne Anis, das trinkt man hier traditionell. Genießt es. Enjoy. Auf Athen. Opas in the yamas. Yamas. Yamas in Yamas heißt auf unsere Gesundheit. Opa heißt einfach Opa. Opa Yamas. Okay.
This is the foam. Das ist ein Schaum, ein scharfer Käsedip. Das sind You die see the Kirschen. beans, the small beans. Und diese kleinen Bohnen hier, das sind Brechbohnen. Hier Fleischbällchen. Also das sind die leckersten Meatballs, die ich überhaupt ever gegessen habe. So was Köstliches. Die besten, die du jemals hattest. Yes. Oh. Yes. Ja, er arbeitet immer so hart und muss jedes Mal warten, der Arme. Ja, jemand muss sich ja um ihn kümmern. Ja, wirklich. This is the fava. Like Das ist Fava mit gelben Linsen aus Santorini. Die Mezze-Kultur ist ja wirklich die Idee, dass man teilt, dass man gemeinsam isst, dass man eine gute Zeit hat und gleichzeitig diese vielfältige griechische Küche genießt. Das finde ich ein sehr sympathisches Konzept. Ja, Satz. das war nicht schlecht. Ah, herrlich. Und jetzt summt und brummt die ganze Stadt toll, oder? Ah, ich liebe das. Aber ich würde mich freuen, wir sind heute schon sehr tief eingetaucht. Ich würde noch mehr davon gerne haben. Das war nämlich echt toll. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Ich würde sagen, glaube ich, nach da. Ah, dann Kali nicht da. Ein toller erster Tag. Für 197,50 € haben wir es uns richtig gut gehen lassen. Bleiben immer noch 102,50 € für Tag 2. Kalimera, Uwe. Guten Morgen. Hier ist ja schon richtig was Ich wollte los. gerade fragen, was ist denn hier los? Das müsste diese berühmte Wachablösung sein, der Wachwechsel. Okay. Wollen wir ein bisschen näher ran und mal gucken? Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Aber wenn wir schon mal in Athen sind, Ja, klar. das muss. Das ist eine große Nummer hier. Die bewachen ja das Grabmal des unbekannten Soldaten. Das hier, die ehemalige königliche Leibgarde. Boah, das ist schon spannend. Spannend ist ja, dass da nur die großgewachsenen Soldaten ausgewählt werden, die diese Garde stellen dürfen und mit diesen ganz besonderen Bewegungen, die sie machen. Also das ist schon ein spezielles Spektakel, was man da erleben kann. Na, Uwe, Ja, das war doch ein Ereignis. und jetzt mal ein bisschen griechisches Lebensgefühl auf eine andere Art, ha? Vielleicht Kaffee oder so? Da bin ich definitiv mit dabei. Komm, lass uns gehen. Hey, Kalimera. Hallo. We just Der Kaffeegeruch hat uns angezogen. Was ist denn typisch griechischer Kaffee? Die Freddos, das ist eine Alternative zum Frappé. Ah, okay. Der klassische Frappé wird mit Instant-Kaffee gemacht. Wir aber nehmen lieber frischen Espresso. Okay. Also habt ihr es verändert? Changed it. Ja, wir haben es verändert. Also hast gehört, dieser Frappé, der sonst mit Instant-Kaffee gemacht wird, ne? Sagen Sie, das ist zwar schon der Greek-Style, aber das ist ja nicht so gesund. Und Sie machen es jetzt mit echtem Kaffee, aber eine kalte Variante. So is it like Also so eine Art kalter Cappuccino. then or iced? Ihr habt zwei Optionen. Ein Freddo Espresso ist kalt aufgeschäumter Espresso. Und der Freddo Cappuccino ist mit aufgeschäumter Milch. Beides sind echte griechische Innovationen. Okay. Hast du gehört? Griechische Innovationen gibt. Sollen wir jeder eine so eine probieren? Na, wenn das eine griechische Innovation ist, dann probieren wir das natürlich. Sind wir hier Selbstverständlich. genau am richtigen Spot. So we take Also wir probieren jeweils einen davon. to try. So for him one and for me. Perfekt. Ein Freddo Espresso und ein Freddo Cappuccino. Legen wir los. Jetzt mixt man da so ein bisschen, kann man das noch so ein bisschen mischen. Boah, kühl, cremig und mit so richtig Wumms. Wie trinken die Griechen ihren Kaffee? Richtig langsam. Wir trinken stundenlang Kaffee und genießen die Sonne. Und immer schön rühren. Everybody's stirring their coffee, having little sips. Little Sips.
Und jetzt nicht der Nase nach, sondern den Athenern hinterher. Boah, Flohmarkt. Dann schauen wir mal, ne? Mal ein bisschen abtauchen. Ich folge dir auf jeden Fall. Sehr schön, dass ich nicht verloren gehe. Die ist jetzt wirklich schön, die können wir nur leider nicht so gut mitnehmen, ne? Weiter geht's Richtung Monastiraki-Viertel. Auf dem Weg antike Fundstücke einfach mitten in der Stadt. Wollen Sie dich nicht reinlassen? Hier sind wir Zaungäste, Uwe, aber man sieht ja ganz gut durch. Das ist die Agora, dieser ehemalige große Versammlungs- und Marktplatz mittendrin. Kostet halt wahrscheinlich auch wieder 10 € pro Nase oder so, Ja, das reinzugehen. stimmt. Von hier sieht man ja auch alles. Eben, da können wir jetzt auch einen Eindruck kriegen zumindest. Geschichte zum Greifen, ja. Guck doch mal nach links. Oh, Das ist doch eigentlich genau dein Ding, oder? ja, Keramik, toll. Und weißt du was? Du kannst gerne mal reingehen. Vielleicht wartet da sogar eine kleine Überraschung auf dich. Ach, du hast schon eine Idee. Ja, nichts lieber als das. Wusste ich's doch. Hier ist gerade. Ja. Yassas, hallo. Yassas. Kalimera. Was ist das hier? Ein Geschäft oder eine Galerie? Es ist ein Ausstellungsraum, der der zeitgenössischen griechischen Keramik gewidmet ist. Kostas hier ist ein berühmter Künstler von der Insel Sifnos. Und zurzeit haben wir eine Ausstellung von Künstlern aus Sifnos. Sifnos ist eine kleine Insel, nicht weit von Mykonos entfernt. Sie ist sehr berühmt für ihre traditionelle Töpferei. And it's very famous for its traditional pottery. Soll ich euch mal zeigen, wie ich an der Drehscheibe arbeite? Ja, das wäre toll. Ja, das war natürlich eine tolle Überraschung. Ein ganz moderner Laden. Und da war ein Keramikkünstler direkt am Werk. Und wir konnten zugucken und erleben, wie aus Ton Dinge entstehen. Schwupps, guck. Fein und symmetrisch. Und es ist, wenn jemand das richtig kann, dann sieht es so simpel aus, oder? Ich habe eine Frage. Kann Tamina das auch mal ausprobieren? Ja, natürlich. Ich glaube, Kostas ist ein sehr guter Lehrer. A very good teacher. Ja? Oh, das wäre was. Wohl hier der Profi jetzt, aber vielleicht so einen kleinen Test. Und dann sogar selber noch mal ausprobieren. Ja, ist natürlich schon eine Kunst, an der Scheibe mit dem Ton so zu arbeiten, dass einem nicht alles um die Ohren fliegt. Uiuiuiui. Ich meine, in Athen töpfern. Das ist ja, das passt doch, oder? Keramik. Das ist eine ganz, ganz alte Kultur. Das ist eines der ältesten Handwerkskünste überhaupt. Und jetzt wird es natürlich modern interpretiert. Gute Idee? Ja, mega Idee. Uwe, ich bin beglückt. Das freut mich. Schlicht und freundlich, dieses Objekt. Passt doch zu mir, oder, Uwe? Was für ein Gefühl. Also Leute kommen hierher, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, mit Ton zu arbeiten. Ja, in den letzten Jahren ist Töpfern wieder voll im Trend. Ah, wirklich? Ja, viele Leute machen das als Hobby. Sie arbeiten und anschließend besuchen sie ein Keramikseminar. In Athen gibt es viele Kurse. Oh mein Gott. Für dich. Oh, danke. Aus Griechenland. Von Sifnos. Yes. Griechenland, Sifnos. Und jetzt eine Athenblume. Schön. Dankeschön. Alles Gute. Es war uns eine Freude. Tschüss. Wunderschön. Ach, das war jetzt ein tolles sinnliches Erlebnis, wirklich. Das freut mich. Dann Weiter geht's. weiter geht's. Nur 5 Minuten weiter gibt's offenbar einen ganz angesagten Spot. Was ist denn da los? Oh, Schlange.
Das sieht nach was Leckerem aus. Oh, es riecht köstlich. Was haben wir hier? So ein bisschen orientalisch. Nur guck mal, die Preise sind richtig günstig. 3 Euro, 4 Euro. Das machen wir. Hallo. Hallo? Ist das eine Art Lahmacun? Das hier sind die arabischen Gerichte. Das ist der Topseller und der ist mit Fleisch. Fleisch? Gemüse, Gemüse? mit Hummus, Tabbouleh und Salat und Sojafleisch. Ihr müsst die Suppe probieren. Davon bringe ich euch eine. Und vielleicht den Reis, den bringe ich euch auch. Ihr könnt euch draußen hinsetzen, dann komme ich zu euch. So, hier noch ein Plätzchen. Oh, dieses Wow, ich bin spezielle sehr gespannt. Greek. Oh, das ging schnell. Das ist ja auch schnelles Streetfood. Ja, aber Ja, aber es ist kein griechisches Streetfood, oder? Wir nennen es levantinisches Streetfood. Wegen der griechischen Zutaten hat es auch einen griechischen Touch. Okay. Wir sind ein Familienbetrieb, das ist unser Konzept. Der Laden heißt auch Fairuz. Fairuz ist der Name meiner Mutter. Die kocht hier. Ah, Wir kommen aus einer Stadt zwischen der Türkei und Syrien. also eine Familiensache. Und es ist wirklich nicht teuer, oder? In Akropolis-Nähe gab es halt einfach nichts Schnelles, Frisches und Bezahlbares zu essen. Also hierher kommen Leute, die für große Unternehmen arbeiten, aber gleichzeitig auch Leute, die Häuser putzen und eine kleine Pause einlegen. Für uns ist es sehr wichtig, dass alle hierher kommen. Ja, das ist eine gute Einstellung hier. Ja, wir geben unser Bestes. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Willkommen in unserem Laden. Vielen Dank. Uwe, Prost, mit der Suppe fangen wir an. Ja, ne? War auch super lecker. Richtig fein. Ja, nach dem Essen macht man ja auch so gern Spaziergänge. Volta nennt man das. Und das haben wir auch gemacht, so ein bisschen geschlendert in die Altstadt. Und plötzlich werden die Gässchen enger und man klettert so einige Treppen hoch. Oh, Nicht toll. ja, es ist so steil hier, aber es ist toll. Wir sind mitten in der Stadt und plötzlich wuff in so einer anderen Welt hier, ne? Wie auf so einer idyllischen griechischen Insel. Mit Blick auf Athen. Sehr schön, oder? Ist toll. Richtig kleine Entdeckung. Anafiotika ist ein kleines, süßes, verschachteltes Dörfchen mitten in der großen Stadt. Nur ein paar Schritte weiter geht's zu unserem letzten Ziel. Perfekt für den Sonnenuntergang. Fantastisch, oder? Hier kriegt man jetzt richtig ein Gefühl dafür, was für eine große Metropole Athen ist. Guck mal, bis zum Horizont. Und dann hier bewacht von der Akropolis. Also da oben auf dem Hügel vor der Akropolis zu sein, das ist ein ganz tolles Erlebnis, auch ohne Cocktail, ohne dass man ganz viel Geld ausgibt, was einem sicherlich für immer in Erinnerung bleibt. Und was hat unser Athen gekostet? Unser schickes Boutique-Hotel im lebendigen Psiri-Viertel hat nur 95 € gekostet. Taverne, Streetfood und Snack gab's für gerade mal 66,50 €. Günstig und echt griechisch, unser Souvenir für 5 €. Das Stadion konnten wir für 20 € hautnah erleben. Viel Kultur haben wir in Athen aber auch kostenlos entdeckt. Für den Metrotransfer vom Flughafen und unsere Spritztour im Happy Train 46 €. Macht zusammen 232,50 €. Mega günstig. Athen, Tamina. Athena Ja. und die Akropolis zum Greifen nah. Die fühlt man die ganze Zeit. Das ist toll. Und gefühlt habe ich die Stadt. Ja, und es ist wirklich eine moderne, eine spannende, ein bisschen rotzige Stadt teilweise. Und so gastfreundlich die Ja, Leute. trotzdem liebenswert und kulinarisch was der. Ne? Oh, köstlich. Also- Und mit dem Geld kamen wir ganz gut hin. Ja, klasse, war großartig. Es ist wirklich nicht so teuer in Athen. Das Nee, ist toll. überhaupt nicht. Wunderbar. Also wir kommen bestimmt wieder. Ja, Yassas und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.